Im letzten Video haben wir einen Teil von Russland gezeigt. Um von Zentralasien in die Mongolei zu kommen, mussten wir ein Stück durch Russland fahren. Wir haben dabei die Region Altai durchquert, die uns sehr gefallen hat. Falls ihr das Video zu Russland verpasst habt, schaut gerne auf unseren Kanal, dort findet ihr außerdem auch andere Videos von den Ländern, die wir bereist haben. In diesem Video geht es mit der Mongolei weiter. Lange haben wir uns auf dieses Land gefreut. Zuerst überqueren wir die Grenze von Russland in die Mongolei und kommen in die Provinz Bayan-Ölgy im Westen der Mongolei an. Wir fahren in die nächstgrößere Stadt und übernachten dort und fahren am nächsten Tag weiter Richtung Süden, um in die Wüste Gobi zu kommen. So, wir sind jetzt in Niemandsland zwischen Russland und Mongolei. Wie bereits im letzten Video erwähnt, ist der Grenzübergang Russland-Mongolei spannend und hat ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Wir sind am Montagvormittag an der Grenze angekommen und wie erwartet war dort eine ziemliche Autoschlange. Viele waren schon seit Samstag da. Andere Motorradfahrer, die gerade aus der Mongolei kamen, sagten uns, wir sollen uns vorne anstellen, denn die Motorradfahrer werden immer durchgelassen. Wir fahren an der Schlange vorbei und gesellen uns zu den anderen Motorradfahrern aus Norwegen und Russland, die ebenfalls dort warten. Da die Motorradfahrergruppe somit größer wurde, eilte ein deutscher Teilnehmer der Mongol-Rallye zu uns und beschwerte sich mit angespannter Stimme, dass es nicht sein kann, dass wir Motorradfahrer uns an allen vordrängeln und dass sie seit Samstag schon dort warten und dass es wegen uns nicht weitergeht. Wir erklären ruhig, dass wir keine Ahnung haben, was hier los ist, und dass uns gerade eben gesagt wurde, dass die Motorradfahrer immer reingelassen werden, da sie schneller fertig sind. Bald öffnet sich tatsächlich das Tor und alle Motorradfahrer kamen herein und die ersten 3 Autos aus der Schlange. Zum Glück war der besagte deutsche Rallyefahrer auch dabei. Es gibt mehrere Stationen, wo man hin muss. Gleich bei der ersten werden die Importdokumente des Fahrzeugs überprüft. Da wir schon einige Grenzübergänge durchgemacht haben, kannten wir es einigermaßen. Und so konnten wir dem deutschen Fahrer, der sich vorher aufgeregt hat, helfen, seine Dokumente zu sortieren und vorzubereiten. Die ganze Prozedur auf der russischen Seite hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert. Und außerdem ist die Grenze auf über 2000 Metern und sehr kalt war es auch noch, sodass wir uns beide erkältet haben. Irgendwann waren wir fertig und durften weiterfahren. Die mongolische Grenze ist in 23 Kilometer Entfernung. Dort war keine Autoschlange. Das heißt, es dauert hier nicht so lang. Tatsächlich waren wir schneller fertig als auf der russischen Seite, obwohl wir auf die Beamten warten mussten, weil sie Pause hatten. Auch hier gibt es viele Stationen und man hat keinen Überblick, wo man hin muss, aber es geht irgendwie doch in einer bestimmten Reihenfolge, sodass es gar nicht möglich ist, eine Station zu verpassen. Eine Versicherung konnten wir noch an der Grenze abschließen, für die SIM-Kartenhändler hatten wir aber keinen Nerv mehr. Angeblich muss man an der Grenze irgendeine Ökosteuer zahlen, aber die Person, die aus dem Container herauskam und uns durch Handzeichen versuchte zu erklären, dass wir bei ihr etwas zahlen müssen, nahmen wir einfach nicht ernst und fuhren weiter. Wir haben schon von anderen Reisenden gehört, dass direkt nach der Grenze irgendwelche Leute versuchen, die Reisenden anzuhalten, um denen etwas zu verkaufen. Außer den lästigen Verkäufern an der Grenze und später einigen Kindern, die uns anhalten wollten, und irgendwie komischen großen Steinen, die auf der Straße waren, haben wir nichts Außergewöhnliches gesehen. Auch interessant war es, dass die Straße zwischen den Grenzen top asphaltiert war und jetzt nach der Grenze nur noch Schotter. Aber wir sind ja nicht wegen der guten Straßen in die Mongolei gekommen, ganz im Gegenteil, wir wollten genau das sehen. Wir fahren durch den mongolischen Altai und das Panorama in der inzwischen Nachmittagssonne ist atemberaubend. Obwohl wir ausgelaugt sind und Hunger haben, machen wir einige kurze Pausen und schießen ein paar Bilder. Rechts von uns gäbe es einen Nationalpark, von dem wir aber wissen, dass man ihn nur mit einem Permit besuchen kann, aber das wäre definitiv ein Ziel für das nächste Mal. Wir fahren nach Ölgy, der Provinzhauptstadt, wo wir uns im Vorfeld von Iowa-Länder ein Jurtencamp ausgesucht haben, in dem wir übernachten wollen. Die Straßen sind inzwischen wieder asphaltiert und die Stadt Ölgy ist gar nicht so groß. Die vielen Pfützen zeigen, dass es auch in der Mongolei heftig geregnet hat.
Wir finden unser Camp und bekommen eine Jurte. Dann gehen wir in der Stadt und beschaffen uns die lokale Währung Tugrik und besorgen uns was zum Essen. In der Stadt treffen wir wieder den Rallye-Fahrer, der sich an der Grenze aufgeregt hat, und helfen ihm beim Geldwechseln wieder. Willkommen in der Mongolei. Nach ein paar Stunden haben wir es geschafft. Wir hatten eigentlich Glück. Andere haben gesagt, dass sie schon seit gestern warten. Also mehr als 24 Stunden. Hat sich ein bisschen gezogen. Das Wetter war eigentlich heute perfekt, da können wir uns gar nicht beschweren. Nur der Grenzübergang trägt eben nicht dazu bei, dass man sich so willkommen fühlt. Weil es viele Stationen gibt, wo man bezahlen muss. Zum Beispiel für Desinfektion oder Ökotaxe oder ja, man weiß nicht für was. Und man weiß auch nicht ganz sicher, ob das offiziell legal ist oder ob das nur normale Leute sind, die Geld haben wollen. Auch nach der Grenze haben versucht, Leute uns irgendwie anzuhalten. Zum Beispiel auch Kinder an einer Polizeistation. Das war ein bisschen komisch. Und eine Gruppe von Kindern, die war auch böse, dass wir nicht anhalten und hat Steine genommen und nach mir geworfen. Das fand ich nicht so toll. Aber jetzt sind wir ja bei einer schönen Jurte. Genau, wir sind bis zu der ersten größeren Stadt gefahren. Die Straße war teils Wellblechpiste und teils sehr gut Asphalt. Landschaft war sehr, sehr schön bis hier. Ja, wir haben hier einen netten Jurtencamp gefunden. Wir waren gleich einkaufen. Wir haben Geld abgehoben, was wir nicht geschafft haben, eine SIM-Karte zu kaufen. Versuchen wir morgen. Irgendwie schwierig, also die Leute verstehen gar nicht, was wir wollen. Jetzt haben wir uns was zum Essen vorbereitet. Dann gibt es ein Bier, Tee und... Morgen gibt es mongolisches Frühstück. Ja, das auch noch. Am nächsten Tag, nach dem mongolischen Frühstück, fahren wir wieder in die Stadt und besorgen uns eine SIM-Karte und etwas Proviant für unterwegs. In der Stadt ist schon viel los, viele sind unterwegs, um denen alltägliche Sachen zu erledigen. Mongolische Mopedfahrer stehen an jeder Straßenecke als Taxi bereit. Weil ich neben unsere Motorräder stehe, fragte mich eine Frau, glaube ich, ob ich sie irgendwo hinfahre. Ich habe erstmal nicht reagiert, weil ich nicht kapiert habe, was sie von mir will. Das Wetter war super, aber noch etwas kalt. Wir fahren Richtung Südosten, Richtung Gobi, und die Landschaft ist echt unglaublich. Die Straßen sind super und menschenleer. Raus aus der Stadt und schon kommen wir in der echten Mongolei an, so wie wir es uns vorgestellt haben. Die grünen, baumlosen Wiesen, die Berge am Horizont, die Tierherden und die weißen Jurten überall verstreut. Wir fahren nicht lang und biegen rechts ab und suchen uns einen geeigneten Platz zum Kaffeetrinken mit Aussicht. Und gefällt dir in die Mongolei? Sehr leere Straßen, sehr schöne Landschaft bis jetzt und gutes Wetter.
So, obwohl wir heute früh schon ein Frühstück hatten, ein mongolisches Frühstück, haben wir jetzt nochmal was gegessen und uns Kaffee gekocht. Wir sind raus aus der Stadt gefahren, nachdem wir einkaufen und Zeug erledigt haben. Wir sind gleich raus in die Steppe gefahren, weil es war schon frisch heute früh. Wir haben 12 Grad in der Hütte gehabt. Jetzt haben wir 11 Uhr. Wir sind bei 2100 Meter Höhe. So, und jetzt genießen wir unseren selbst gekochten Kaffee. So, da unten ist die Straße. Wir sind von der Straße runtergefahren und dann gleich hier hoch, hinten diese Bergspitze. Hier haben wir unser Lager. Da unten ist ein kleines Camp. Überall sieht man Tierherden, Jurtencamps. Und da weiter in die Ferne sind schneebedeckte Berge, sehr hohe Berge. Wir verlassen unseren schönen Platz und fahren runter an die Straße. Ich sehe ein verbranntes Autowrack neben der Straße und fahre etwas zu dicht dran, sodass sich ein Stahldraht aus einem verbrannten Autoreifen um mein Hinterrad wickelt. Mit etwas Mühe kriege ich den Draht rausgefummelt. Ein Glück, dass nicht mehr passiert ist. Ui. Samu, was ist passiert? Ja, ein Draht mitgenommen. Oh je. Hat sich ums Rad gewickelt. Ganz gefährlich so ein Draht. Die hat mir fast die Bremsleitung geschnitten. Ja, kein Spaß. Die Mongolei ist ein Binnenstaat in Zentralasien zwischen Russland im Norden und China im Süden. Sie hat eine Fläche von 1,5 Millionen Quadratkilometern, das ist mehr als 4-mal größer als Deutschland. Und dort leben nur 3,2 Millionen Einwohner, das sind 2 Menschen pro Quadratkilometer. In Deutschland sind es beispielsweise 230 Menschen pro Quadratkilometer. Damit gehört die Mongolei zu den am dünnsten besiedelten Ländern der Welt. Die mongolische Landschaft dominieren grasbewachsene Steppen mit Bergen im Norden und Westen sowie die Wüste Gobi im Süden. Bedeutendste Wirtschaftszweige sind die nomadische Viehwirtschaft und der Bergbau. Da hinten sieht man noch die sehr hohen Berge. Die haben sehr viel Schnee. Keine Ahnung, wie hoch die sind. Bestimmt gut über 3000 Meter. Das Land zählt zu den 10 rohstoffreichsten Ländern der Erde. Die Hauptstadt des Landes ist Ulaanbaatar, was gleichzeitig die kälteste Hauptstadt der Welt ist. 40% der Bevölkerung leben in der Hauptstadt. Die restlichen Einwohner leben in einigen kleineren Städten und Dörfern oder als Nomaden. Das Nomadentum war von Anfang an die Lebensweise der Mongolen. Familien ziehen zu jeder Jahreszeit an einen anderen Ort, um sich und ihre Tiere zu ernähren. Mongolische Nomaden sind von ihrem Vieh abhängig. Dazu gehören Schafe, Ziegen, Pferde, Yaks, Kühe und Kamele. Die Familien leben in einem Ger, auch bekannt als Jurte, einer großen, tragbaren, zeltartigen Hütte aus Filz und kunstvollen Holzgerüsten. Da die mongolischen Nomaden ständig an andere Orte ziehen und in weiten Steppen weit voneinander entfernt leben, sind Pferde das Haupttransportmittel. Heute sieht man auch kleinere Transporter oder Lkw im Einsatz. In der Antike jagte die mongolische Kavallerie den Feinden Angst ein, weil sie so schnell und effizient war. Auf der anderen Seite war der Pferderücken für die Bewachung der Herden
unerlässlich und Pferde waren damals schon die Quelle von Ayrak, eine fermentierte Stutenmilch, einem beliebten mongolischen Getränk. Die Zahl der Menschen, die sich für eine nomadische Lebensweise entscheiden, ist seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts rückläufig. Heutzutage leben nur etwa 20% der Mongolen als Nomaden. Das Stadtleben zieht weiterhin eine große Anzahl von Menschen vom Pferderücken. Trotzdem verstehen die meisten Mongolen, dass ihre Vorfahren aus einem bestimmten Grund einen nomadischen Lebensstil hatten und wissen, dass dies eine Kultur ist, die sie nicht einfach aufgeben können. Die Mongolei hat eine reiche Geschichte. Der bekannteste mongolische Anführer war Dschingis Khan. Er gründete im Jahr 1206 das Mongolische Reich, das sich über Asien bis nach Europa erstreckte und das größte territorial zusammenhängende Imperium der Menschheitsgeschichte darstellte. 1920 wurde die Mongolei, wie auch viele andere zentralasiatische Länder, in die Sowjetunion integriert. Sie war 70 Jahre lang ein eigenständiges Land im Einflussbereich der UdSSR. Nach dem Zerfall der Sowjetunion erlangte die Mongolei wieder die Unabhängigkeit und ist seitdem eine demokratische Volksrepublik. Die Mongolei gilt heute als eine stabile Demokratie, ist aber natürlich dem Einfluss der beiden mächtigen Nachbarn ausgesetzt. Als es Mittag wird, fahren wir einfach von der Straße runter und tuckern durch die Steppe bis zu einem Berg. Dort können wir uns in Ruhe was kochen und die verschiedenen Tierherden beobachten.
Wir fahren weiter durch den mongolischen Altai. Der mongolische Altai ist ein Gebirgszug entlang der mongolisch-chinesischen Grenze sowie im Südwesten der Mongolei und bildet einen Teil des südöstlichen Altai-Gebirges. Der mongolische Altai verläuft in südöstlicher Richtung, wo wir auch hinfahren, über eine Länge von etwa 1000 Kilometer. Er ist zum Teil vergletschert. Rechts von uns gibt es einen Nationalpark, wo sich der Choyten-Gipfel befindet, der mit 4374 Meter die höchste Erhebung der Mongolei darstellt. Um dorthin zu kommen, braucht man eine Genehmigung, aber die werden wir uns nächstes Mal auf jeden Fall holen. Dieser malerische Berg ist berühmt für seine massiven Gletscher und seine riesigen Seen. Mittlerweile ist schon Nachmittag und weil wir von der weiten Landschaft und der Ruhe begeistert sind, haben wir uns überlegt, diese Nacht unter freiem Himmel zu zelten. Die Steppe hier ist nicht mehr so grün, das heißt, wir nähern uns der Gobi-Wüste. Über die Wüste Gobi werden wir in einem anderen Video mehr erzählen. So halten wir Ausschau nach einem geeigneten Platz zum Campen. Eigentlich kann man überall sein Zelt aufschlagen. In der Mongolei gilt eine Art Jedermannsrecht, deshalb ist wildes Campen so gut wie überall erlaubt. Jedoch beachten wir einige Regeln, wie zum Beispiel nicht von der Straße gesehen zu werden oder wenn es nach Gewitter aussieht, dann wollen wir auf keinen Fall im Zelt übernachten. Wir fahren runter von der Straße und versuchen so weit wie möglich an die Berge, die wir am Horizont sehen, zu gelangen. Dort hoffen wir einen geeigneten Hügel oder eine Senke zu finden, wo wir in Ruhe unser Zelt aufschlagen können. Es war nicht leicht, da hochzufahren, es gab nur einige Spuren und Ziegenpfade, es war sehr sandig und steinig. Aber sowas macht Spaß und gehört unbedingt zur Abenteuer Mongolei. So, es wird langsam Abend und wir haben einen Zeltplatz gefunden. Wir sind von der Straße runtergefahren. Die Straße ist da unten, weit weg. Und wir haben hier einen schönen Platz gefunden. Das war ein bisschen anstrengend, hier hochzufahren, weil man sieht hier, es gibt sehr große Steine und sehr viel Sand. Aber wir haben es geschafft und Susi auch. Der Platz war richtig gut und ruhig. Niemand hat uns gestört. Es kamen keine Hirten und auch keine Tiere. Das Wetter war auch gut. Einige Wolken waren zu sehen, aber so richtig nach schlechtem Wetter sah es nicht aus. Das sind so die Sachen, auf die wir besonders Acht geben. Aber alles kann man natürlich nicht ausschließen. So, was wir am nächsten Tag gemacht haben und wie wir geschlafen haben, erzählen wir euch im nächsten Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr bleibt weiter gespannt, auf was wir noch in der Mongolei erleben werden. Wir werden in die Wüste Gobi fahren, einige Highlights in der Mongolei besuchen und ein weiterer Reisender kommt auch noch dazu, den ihr aber schon aus unseren Videos kennt. Also danke fürs Schauen und macht's gut.